Alles ist wieder gut. Gevatter Tod hat sein Gedächtnis wiedergefunden und Pierre, der ja schon seit längerem tot war, abgeholt. So, wenn wir Glück haben, bemerkt Mara gar nicht mehr, dass ihr Opi weg ist und das Gejammer hat endlich ein Ende. Schön. Und was machen wir mit Nina? Keine Ahnung, die wird sich schon wieder beruhigen. Ich kann eher ihr Gejammer als Piers Gesabbel ertragen. Na, so schlimm war er jetzt auch wieder nicht. Über die Toten nur Gutes, oder wie? Ah, Opi ist wieder da. Schick. Irgendwie habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Auch wenn er jetzt tot ist. Aber er hat genervt. Und gesabbelt. Und sich ständig mit Nina unterhalten. Und der arrogante Fatzke war er außerdem. Was habt ihr denn auf einmal gegen Opi? Wir reden gerade über Pierre. Warum das denn? Der ist doch tot geblieben. Der kann uns nicht mehr nerven. Ja schon, aber irgendwie waren wir ja nicht gerade nett zu ihm. Vielleicht hast du recht und wir sollten reinen Tisch machen. Kleinere Schwächen verzeihen und so. Ich habe aber gar keine Schwächen. Es geht doch gar nicht um dich. Uli meint, wir sollten Pierre seine kleinen Schwächen verzeihen. Aber Pierre hatte gar keine Schwächen. Er war lieb und einfühlsam und er hat mich verstanden. Das haben aber nicht alle so gesehen. Ich weiß. Genau darum geht es. Ich denke, wir sollten jetzt alle zusammen zu Piers Grab gehen und alles Schlechte vergeben und vergessen. Du meinst, wir gehen auf den Friedhof? Klasse. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt auf dem Friedhof war. Eigentlich komisch, dass man das nicht öfters macht. Super Idee. Wann geht's los? Na, am besten heute Nacht. Ist ja passenderweise Halloween. Nachts auf den Friedhof? Muss das sein? Natürlich nachts. Tagsüber rennen einen da doch die ganzen Senioren um. Ich find's nur schade, dass Eduard doch nicht mit wollte. Der ist halt ein Angsthase. Was soll denn hier schon groß passieren? Eben, hier ist doch gar keiner. Nur ein paar Leichen. Ich frag mich immer, warum die Leute damit ein Problem haben. Vielleicht, weil sie befürchten, über dich zu stolpern, während du dich durch den gesamten Friedhof vögelst. Also ich finde es richtig gemütlich hier. Schön, wenn es so still ist und man nicht dauernd vollgequasselt wird. Womit wir wieder beim Thema wären. Hier ist ja sein Grab. Fein. Und was jetzt? Naja, weiß ich auch nicht so genau. Ich denke, wir müssen irgendetwas sagen und dazu Erde auf den Sarg werfen oder so. Dir ist aber schon klar, dass da bereits ein Haufen Erde auf dem Sarg liegt, oder? Sollen wir den jetzt wieder ausbuddeln? Ist doch eine gute Idee. Wir können ihn hier ausstopfen und ins Wohnzimmer stellen. Moment mal, wir sind hier, um einen Tisch zu machen. Nicht um das ganze Drama wieder von vorne beginnen zu lassen. Also gut, was machen wir dann? Ist mir egal. Hauptsache, wir bringen schnell hinter uns. Was ist los mit dir? Hast du etwa Angst? Quatsch. Ich doch nicht. Mir ist nur etwas kalt. Na gut, ein bisschen unheimlich ist mir schon. Liegt vermutlich am Nebel. Stimmt. Ideales Wetter für Grabräuber. Grabräuber? In Bremen. Sowas gibt's doch nur bei den Ägyptern und so. Wo die Leute irgendwelche tollen Grabbeigaben haben. Das ist doch Blödsinn. Die Grabräuber hierzulande rauben doch die Leichen. Echt? Was wollen die denn damit? Das solltest du doch am besten wissen. Jetzt ist aber gut. Lass uns das ganze Theater hinter uns bringen und nix wie weg hier. Warte mal, was war das für ein Geräusch? Die Grabräuber? Könnten natürlich auch ein paar Zombies sein. Zombies? Aber die sind doch gefährlich. Jetzt mach mal halblang. Immerhin hast du erst letztens einen Zombie in deinem Bett untergebracht, weil du dachtest, er wäre krank. Pierre war bestimmt kein Zombie. Für sowas war er viel zu sensibel. Beruhigt euch mal. Wir können doch einfach nachschauen gehen. Die Mühe könnt ihr euch sparen. Das sind nur ein paar Kollegen von euch. Ach, du bist's nur. Ich hab mich ja höllisch erschrocken. Kannst du nicht anklopfen? Und was meinst du überhaupt mit Kollegen? Na, so ein paar andere schwarze Gestalten. Die opfern gerade einen Hingel oder irgendein anderes Geflügel, um mich zu beschwören. Und was machst du denn hier bei uns? Wir haben dich doch gar nicht beschworen. Die Sache ist etwas peinlich und ich möchte da nicht drüber reden. Aber wenn dich etwas stört, dann musst du doch darüber reden. Dann fühlst du dich auch gleich viel besser. Stimmt. Pierre hat mir auch immer einfach nur zugehört. Und dadurch habe ich mich ganz erleichtert gefühlt. Und wir tratschen es auch bestimmt nicht weiter. Wirklich nett? Aber selbstverständlich. Ich kann schweigen wie ein Grab. Na gut.
Wisst ihr, das mit den ganz geköpften Tieren und dem Blut und so, das geht mir immer irgendwie gegen den Strich. Es ist nämlich so, dass ich Vegetarier bin. Und die opfern die ganzen lieben Tiere vollkommen sinnlos. Und meistens kommen die Viecher nicht immer von einem Biobauernhof. Über einen schönen Brokkoli oder Kohl würde ich mir viel mehr freuen. Was? Du bist Vegetarier? Satan ist Vegetarier. Wie krass ist das denn? Psst, nicht so laut. Muss doch nicht jeder wissen. Dahinter sind noch ein paar Satanisten. Die fallen mir am Ende noch vom Glauben ab. Aber wo ist denn dein Problem? Heutzutage gibt's viele Vegetarier. Wenn die Leute das wüssten, würd's dir bestimmt Sympathiepunkte einbringen. Aber Leute, versteht ihr das nicht? Das passt überhaupt nicht zu meinem Image. Wie wird das denn aussehen? Ein Foto vom Teufel, wie ein Kaninchen streichelt. Wer soll sich denn dann noch vor der Hölle fürchten? Aber warum sollen sich die Leute denn auch vor dir fürchten? Wäre es nicht viel schöner, wenn du beliebt wärst und die Leute gerne zu dir kommen? Nein, das wäre das Ende. Wenn mich die Leute nicht mehr fürchten, brauchen sie auch keinen lieben Gott mehr. Und ohne Gott mache ich wiederum keinen Sinn. Wir würden uns quasi beide einfach in eine Logikwolke auflösen. Deswegen haben wir überhaupt nur diese blöde Rollenverteilung. Na, da steckst du aber ganz schön in der Patsche. Wenn du willst, kann ich dir gerne die Telefonnummer von einem guten Psychotherapeuten geben. Vielleicht kann der dir ja weiterhelfen. Danke, aber von denen habe ich genug bei mir zu Hause. Aber war nett, dass ihr mir zugehört habt. Hat mir echt ein bisschen geholfen. Ich muss jetzt aber weiter und ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten. Kein Problem. Ach, sag mal, wo du gerade hier bist. Ist Pierre jetzt eigentlich bei dir oder im Himmel? Tut mir leid. Da darf ich jetzt nichts zu sagen. Von wegen Datenschutz und so. Seit wann interessierst du dich denn für sowas? Ey, was meinst du, wo eure ganzen Datenschutzbeauftragten wohl entgelagert werden? Die machen mir die Hölle noch heißer, wenn ich nur irgendeine Kleinigkeit weitererzähle. Also, macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Was machst du denn da? Ach, ich musste kurz was bei Fratzenbuch posten. Aber doch nicht etwa, dass Satan Vegetarier ist. Wir haben doch versprochen, dass wir das nicht weitererzählen. Keine Sorge, ich hab's nicht öffentlich gepostet. Das können nur meine Fratzenbuch-Freunde sehen und die erzählen's bestimmt nicht weiter. We are